Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal. Aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. Lange bevor die Philosophen Athens durch ihre Akademien wandelten oder die Legionen Roms die bekannte Welt eroberten, existierte im Herzen des Ägäischen Meeres eine Zivilisation von bemerkenswerter Eleganz und rätselhafter Tiefe. Sie hinterließen keine großen Kriegsberichte oder Königslisten, sondern Paläste, die wie Labyrinthe gebaut waren, und eine Schrift, die bis heute zu uns schweigt. Dies ist die Geschichte der Minoer, Europas erster Hochkultur, ein Flüstern aus der Bronzezeit, das wir heute Nacht gemeinsam zu deuten versuchen. Guten Abend. Legen Sie sich zurück und lassen Sie uns gemeinsam in die tiefen Gewässer der Zeit eintauchen. Unsere Reise beginnt nicht auf Kreta selbst, sondern im Geist eines Mannes, der von Mythen besessen war. Im späten 19. Jahrhundert war die Welt fasziniert von Heinrich Schliemann, dem Mann, der Homers Troja aus dem Reich der Legenden in die greifbare Realität der Archäologie geholt hatte. Inspiriert von diesem Erfolg richtete ein anderer Visionär seinen Blick auf eine noch ältere, noch rätselhaftere Sage, die Geschichte von König Minos, seinem Labyrinth und dem schrecklichen Minotaurus. Dieser Mann war Sir Arthur Evans, ein wohlhabender britischer Gelehrter und Kurator. Evans war kein Abenteurer wie Schliemann. Er war ein akribischer Akademiker, der auf antiken Märkten kleine Siegelsteine mit einer unbekannten bildhaften Schrift entdeckt hatte. Er vermutete, dass diese Schrift aus Kreta stammte, dem legendären Reich des Minos. Für ihn war der Mythos nicht nur eine Geschichte, sondern der verschleierte Widerhall einer vergessenen Macht. Im Jahr 1900, nachdem Kreta seine Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich erlangt hatte, nutzte Evans sein Vermögen, um einen Hügel namens Kefala nahe Heraklion zu kaufen. Die Einheimischen hatten hier seit langem antike Überreste gefunden. Evans begann zu graben, nicht mit der rohen Gewalt früherer Schatzsucher, sondern mit einer wachsenden Systematik. Was er fand, übertraf seine kühnsten Träume. Unter seinen Spaten erwuchs nicht nur eine Festung oder eine Stadt, sondern eine Zivilisation. Mauern aus massivem Stein, verziert mit farbenprächtigen Fresken, die eine fremde, anmutige Welt zeigten. Komplexe, mehrstöckige Strukturen, die sich ohne erkennbaren Plan auszubreiten schienen. Er fand Lagerräume mit riesigen Vorratsgefäßen, Werkstätten und Schreine. Er hatte nicht nur das Labyrinth gefunden, wie er glaubte, sondern die Wiege der ersten Hochkultur Europas. Der Schatten des Minotaurus, jenes Ungeheuers aus der griechischen Sage, wich langsam dem Licht einer realen, bronzezeitlichen Welt, die älter und in vielerlei Hinsicht fortschrittlicher war als die der mykenischen Helden, die sie später verdrängen sollten. Evans stand am Abgrund einer wiederentdeckten Zeit. Arthur Evans hatte seine Zivilisation gefunden. Nun brauchte sie einen Namen. In Anlehnung an den mythischen König Minos, den Herrn des Labyrinths, taufte er sie die minoische Kultur. Dieser Name, so poetisch und passend erschien, ist eine moderne Erfindung. Er verbindet diese Menschen für immer mit einer griechischen Legende, die Jahrhunderte nach ihrem Untergang von Außenstehenden erzählt wurde. Es ist ein Name, der von Mördern, Monstern und Tributen flüstert. Ein Bild, das im Widerspruch zu den friedlichen, kunstvollen Szenen steht, die Evans aus dem kretischen Boden barg. Wer also waren diese Menschen wirklich? Wie nannten sie sich selbst?
Die ehrliche Antwort ist, wir wissen es nicht mit Sicherheit. Ihre eigene Schrift, ein elegantes System aus Piktogrammen und linearen Zeichen, das wir heute als Linear A bezeichnen, bleibt bis heute unentziffert. Es ist eines der großen, ungelösten Rätsel der Archäologie. Ohne ihre Stimme können wir sie nur durch die Augen anderer sehen. Zeitgenössische Texte aus Ägypten sprechen von einem Volk aus dem großen Grünen, dem Mittelmeer, das sie die Keftiu nannten. Wandmalereien in ägyptischen Gräbern zeigen Gesandte der Keftiu, die exotische Waren als Tribute oder Handelsgüter bringen. Ihre Kleidung, ihre Haartracht und die von ihnen getragenen Gefäße entsprechen exakt den Darstellungen auf den minoischen Fresken und der gefundenen Keramik. Viele Forscher sind daher überzeugt, dass Keftiu der ägyptische Name für die Minoer oder zumindest für die Kreter der Bronzezeit war. Auch in Texten aus Mesopotamien und der Levante taucht ein Name auf: Kaptara. Es wird allgemein angenommen, dass auch dies sich auf Kreta bezieht. Doch diese Namen sind Exonyme, Namen, die von Fremden vergeben wurden. Sie sind wie Etiketten auf einem Glas, dessen Inhalt wir nur erahnen können. Das Volk von Kreta bleibt stumm, ihre Identität verborgen hinter einer unlesbaren Schrift und einem Namen, der aus den Ängsten und Fantasien ihrer Nachfolger geboren wurde. Wir nennen sie Minoer, aber wir müssen uns stets bewusst sein, dass wir damit nur einen Schatten benennen, nicht die Menschen selbst. Die prächtigen Paläste von Knossos, Phaistos und Malia entstanden nicht in einem Vakuum. Ihr Aufstieg war der Höhepunkt einer langen, langsamen Entwicklung, die tief in der Vorgeschichte Kretas wurzelt. Um die minoische Blüte wirklich zu verstehen, müssen wir die Uhr weit zurückdrehen, in eine Zeit vor den Palästen, vor der unentzifferten Schrift und dem weitreichenden Seehandel. Die ersten menschlichen Spuren auf Kreta reichen bis in die Jungsteinzeit zurück, etwa um 7000 vor Christus. Frühe Bauern überquerten das Meer, wahrscheinlich aus Anatolien, und brachten Ackerbau und Viehzucht mit. Sie lebten in kleinen Dorfgemeinschaften, bauten einfache Häuser und nutzten Werkzeuge aus Stein und Knochen. Über Jahrtausende hinweg war dies das Bild Kretas, eine Insel fruchtbarer Ebenen und schroffer Berge, bewohnt von verstreuten, autarken Gemeinschaften. Die eigentliche Revolution begann mit dem Anbruch der Bronzezeit, um etwa 3000 vor Christus. Neue Einflüsse und möglicherweise auch neue Menschen erreichten die Insel. Mit ihnen kam die Kenntnis der Metallurgie, die Kunst, Kupfer und Zinn zu Bronze zu verschmelzen. Dieses neue, harte Material veränderte alles. Es ermöglichte bessere Werkzeuge für die Landwirtschaft, was zu höheren Erträgen und einem Bevölkerungswachstum führte. Es schuf überlegene Waffen, obwohl wir bemerkenswert wenige davon in frühen minoischen Kontexten finden. Vor allem aber schuf es neue Handwerksberufe und förderte den Handel, um die benötigten Rohstoffe, insbesondere das seltene Zinn, zu beschaffen. In dieser frühminoischen Periode sehen wir den Beginn einer sozialen Differenzierung. Einige Gräber sind reicher ausgestattet als andere, was auf die Entstehung einer Elite hindeutet. Die Siedlungen wuchsen und die Keramik wurde kunstvoller und vielfältiger. Langsam aber sicher legten diese namenlosen Gemeinschaften das Fundament für die kommende Palastzeit. Sie bauten das Handelsnetzwerk auf, entwickelten die landwirtschaftlichen Techniken und schufen die soziale Struktur, die es einer zentralisierten Macht schließlich ermöglichen würde, die monumentalen Bauten zu errichten, die wir heute als Paläste kennen. Es war ein leiser, organischer Aufstieg, getragen nicht von einem großen König,
sondern vom kollektiven Fortschritt vieler Generationen. Stellen wir uns vor, wir betreten Knossos zur Zeit seiner größten Blüte, um 1700 vor Christus. Was wir sehen, ist kein europäischer Palast im uns bekannten Sinne. Es gibt keine gewaltigen Festungsmauern, keine einschüchternden Tore, die Feinde abwehren sollen. Stattdessen empfängt uns eine offene, fast einladende Architektur. Das Herz der Anlage ist nicht der Thronsaal eines Königs, sondern ein riesiger, gepflasterter Zentralhof. Um diesen Hof herum gruppiert sich ein verwirrendes Geflecht von hunderten Räumen, Gängen, Treppenhäusern und Lichtschächten, die sich über mehrere Stockwerke erstrecken. Diese Komplexität ist es, die Evans sofort an das mythische Labyrinth erinnerte. Doch was war die Funktion dieses monumentalen Gebäudes? Die traditionelle Antwort, geprägt von Evans, lautet: Es war der Palast des Priesterkönigs von Kreta, das administrative, politische und wirtschaftliche Zentrum des Minoischen Reiches. Dafür sprechen viele Indizien. Wir finden riesige Lagerräume, die sogenannten Magazine, gefüllt mit Pithoi, gewaltigen Tonkrügen, die Öl, Wein und Getreide enthielten. Dies deutet auf eine zentrale Verteilung und Besteuerung hin. Werkstätten für Töpfer, Juweliere und Steinmetze zeigen eine organisierte Produktion von Luxusgütern. Die gefundenen Tontafeln mit Linear A waren zweifellos Teil einer komplexen Verwaltung. Doch in den letzten Jahrzehnten haben Archäologen begonnen, dieses Bild zu hinterfragen. Die Betonung liegt immer mehr auf der rituellen Bedeutung von Knossos. Der Zentralhof scheint perfekt für öffentliche Zeremonien oder Feste geeignet zu sein. Viele Räume haben den Charakter von Schreinen oder Kultstätten. Die berühmten Fresken, die Stiersprünge, Prozessionen und geheimnisvolle Göttinnen zeigen, scheinen eher religiöse oder zeremonielle als politische Themen darzustellen. Vielleicht war Knossos also weniger ein Palast und mehr ein Tempelkomplex? Ein Ort, an dem sich die Gemeinschaft zu wichtigen religiösen Festen versammelte, die sowohl spirituelle als auch wirtschaftliche Bedeutung hatten. Die Wahrheit ist wahrscheinlich, dass Knossos beides war und noch viel mehr. Die Trennung von Religion, Politik und Wirtschaft, die uns heute so selbstverständlich erscheint, existierte in der Bronzezeit vermutlich nicht. Knossos war das Herz der minoischen Welt, ein Ort, an dem Macht, Glaube und Handel untrennbar miteinander verwoben waren, ein wahres Labyrinth der Funktionen. Gute Nacht, liebe Freunde des Verborgenen. Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich vor, Sie wandeln durch Gänge, die sich wie die Wurzeln eines uralten Baumes verzweigen. Dies ist das Labyrinth von Knossos. Doch vergessen Sie den Mythos des blutrünstigen Minotaurus und des finsteren Kerkers. Die Realität, die uns die Archäologie offenbart, ist weitaus faszinierender und subtiler. Die minoischen Paläste, allen voran Knossos, waren keine Festungen oder düsteren Gefängnisse. Sie waren pulsierende, organische Zentren des Lebens, der Verwaltung und des Glaubens. Ihre Architektur ist der Schlüssel zum Verständnis der minoischen Seele. Statt symmetrischer Achsen und monumentaler Fassaden, wie wir sie aus Ägypten oder Mesopotamien kennen, finden wir hier eine fast zellulär anmutende Struktur. Räume und Höfe, Gänge und Treppenhäuser fügen sich wie von selbst gewachsen aneinander. Es gibt keinen einzelnen dominierenden Thronsaal, sondern ein Netzwerk von Funktionsbereichen. Ein riesiger, offener Zentralhof bildete das Herzstück, um das sich alles gruppierte. Werkstätten, Lagerräume, gefüllt mit riesigen Pithoi-Vasen für Olivenöl und Wein, Schreine für religiöse Zeremonien und elegante Wohnquartiere. Geniale Lichtschächte,
leiteten Tageslicht und frische Luft bis in die untersten Stockwerke und schufen eine Atmosphäre der Offenheit und Helligkeit. Was uns diese Architektur erzählt, ist tiefgründig. Vor allem fällt das vollständige Fehlen von Befestigungsmauern auf. Eine Hochkultur im Herzen des Mittelmeers, die offenbar keine Angst vor Invasionen hatte. Vertrauten sie auf die schützende Umarmung des Meeres und die Stärke ihrer Flotte, der ersten Thalassokratie der Geschichte? Oder war ihre Gesellschaft so organisiert, dass interne Konflikte und externe Bedrohungen minimiert wurden? Das Labyrinth von Knossos war kein Ort, um jemanden einzusperren, sondern um eine Gemeinschaft zusammenzubringen. Es war ein Verteilerzentrum für Güter, ein Ort für Rituale und ein administratives Nervensystem. Seine komplexe, nicht hierarchische Struktur spiegelt möglicherweise eine Gesellschaft wider, die auf Kooperation und komplexen sozialen Netzwerken basierte, anstatt auf der eisernen Faust eines einzelnen Herrschers. Das Labyrinth ist kein Symbol der Tyrannei, sondern ein Abbild einer vernetzten, fließenden und zutiefst maritimen Zivilisation. Wenn die Architektur der minoischen Paläste das Skelett ihrer Zivilisation war, so war ihre Kunst die lebendige Haut, die es bedeckte. Und diese Haut pulsiert vor Leben, Farbe und Bewegung. Betreten wir in unseren Gedanken die lichterfüllten Räume von Knossos oder Akrotiri und lassen unsere Blicke über die Wände gleiten. Hier finden wir keine starren, feierlichen Darstellungen von allmächtigen Königen oder brutalen Kriegszügen. Stattdessen tanzt das Leben selbst vor unseren Augen. Ein Schwarm Delfine springt in einer anmutigen Choreografie durch ein stilisiertes Meer. Fische schwimmen zwischen Korallen. Eine Szene von so unbeschwerter Freude, dass man das Salzwasser fast riechen kann. Auf einer Vase windet ein Oktopus seine Tentakel elegant um den bauchigen Körper des Gefäßes, nicht als Monster, sondern als harmonischer Teil seines aquatischen Universums. Diese sogenannte Meeresstil-Keramik ist ein Meisterwerk minoischer Kunst. Sie zeigt eine tiefe Verbundenheit und ein genaues Beobachten der Natur. Die minoischen Künstler malten nicht nur, was sie sahen, sie fingen die Essenz der Bewegung ein, das Schwirren eines Vogels, das Wiegen einer Lilienblüte im Wind, den Sprung eines Antilopen. Ihre Linien sind fließend, geschwungen, organisch. Die Farbpalette ist leuchtend, tiefes Rot, strahlendes Blau, erdiges Gelb. Die Figuren, ob Mensch oder Tier, sind voller Dynamik und Anmut. Berühmt sind die Fresken der blauen Damen oder der Safransammlerinnen, die uns Einblicke in das rituelle und alltägliche Leben geben. Sie zeigen eine Welt, in der die Natur nicht als feindliche Kraft, sondern als heiliger, belebter Raum wahrgenommen wird. Das Meer war für die Minoer keine Grenze, sondern eine Brücke. Es war die Quelle ihres Reichtums, durch Handel, ihrer Nahrung und ihrer kulturellen Identität. Ihre Kunst ist ein einziges großes Loblied auf diese maritime Welt. Sie erzählt von einer Gesellschaft, die ihre Freude am Leben, ihre Ehrfurcht vor der Natur und ihren Sinn für Ästhetik in jedem Pinselstrich zum Ausdruck brachte. Sie ist ein Fenster in eine Seele, die im Rhythmus der Wellen des Ägäischen Meeres schlug. Inmitten all der friedlichen Naturszenen und eleganten Prozessionen finden wir ein Bild, das uns bis heute den Atem raubt. Es ist ein Moment eingefrorener, tödlicher Gefahr und übermenschlicher Anmut. Der Stiersprung. Das berühmteste Fresko aus Knossos zeigt eine Szene von unglaublicher Dynamik. Ein gewaltiger Stier, Symbol unbändiger Kraft, stürmt durch die Arena. Vor ihm
mit den Händen an den Hörnern, eine Gestalt mit heller Haut. In der Mitte, in einem perfekten Salto über dem Rücken des Tieres, eine Gestalt mit dunklerer Haut. Und dahinter, mit ausgestreckten Armen, bereit zum Empfang, wieder eine hellhäutige Figur. Was sehen wir hier? War dies eine reale akrobatische Darbietung, ein waghalsiger Sport, der die Herzen der Zuschauer zum Rasen brachte? Die Vorstellung allein scheint fast unmöglich. Die Knochen eines Stieres sind massiv, sein Nacken eine Wand aus Muskeln. Ein solcher Sprung wäre ein Tanz auf der Klinge des Todes. Oder blicken wir auf ein tiefgründiges religiöses Ritual. Der Stier war im gesamten antiken Mittelmeerraum ein heiliges Tier, eine Verkörperung von Fruchtbarkeit, Stärke und der wilden, ungezähmten Natur. War dieser Sprung ein heiliger Akt, ein Initiationsritus für junge Adlige, bei dem sie ihre Tapferkeit und ihre Verbindung zum Göttlichen unter Beweis stellen mussten? Die unterschiedlichen Hautfarben der Akrobaten geben weitere Rätsel auf. In der ägäischen Kunst werden Frauen traditionell mit heller und Männer mit dunkler Haut dargestellt. Wenn wir dieser Konvention folgen, sehen wir eine Frau, die den Stier bei den Hörnern packt, einen Mann, der den Sprung vollführt, und eine weitere Frau, die ihn auffängt. Eine Darstellung von Gleichberechtigung und Zusammenarbeit der Geschlechter in einem der zentralsten Rituale ihrer Kultur? Das wäre für die damalige Zeit revolutionär. Vielleicht ist die Wahrheit eine Mischung aus allem. Eine physische Realität, die so gefährlich war wie ein Sport, durchdrungen von der spirituellen Tiefe eines Rituals und aufgeladen mit der symbolischen Bedeutung einer kosmischen Metapher. Der Mensch, der sich der rohen Kraft der Natur stellt, sie nicht durch Gewalt besiegt, sondern durch Anmut, Geschicklichkeit und Kooperation meistert. Der Stiersprung bleibt ein faszinierendes Mysterium, ein Symbol für den Mut und die Komplexität der minoischen Welt. Lassen Sie uns nun tiefer in das spirituelle Herz der minoischen Zivilisation vordringen, zu einem ihrer rätselhaftesten und mächtigsten Symbole. Im Jahr 1903 legte Arthur Evans in einem verborgenen Depot im Palast von Knossos eine Entdeckung frei, die unser Bild der minoischen Religion für immer verändern sollte. Kleine, exquisite Fayence-Figuren, die wir heute als die Schlangengöttinnen kennen. Stellen Sie sich eine dieser Figuren vor. Eine Frauengestalt, selbstbewusst und aufrecht. Ihr Kleid ist aufwendig, mit mehreren gerüschten Volants, doch ihre Brüste sind entblößt, ein unmissverständliches Zeichen von Fruchtbarkeit und nährender Kraft. Ihre Arme sind ausgestreckt, und um sie winden sich Schlangen, lebendig und kraftvoll. Eine weitere Schlange oder vielleicht eine sitzende Katze krönt ihren Kopfschmuck. Wer ist diese Frau? Eine Göttin? Eine Priesterin in Ekstase, die ein heiliges Ritual vollzieht? Die Schlange ist ein universelles und uraltes Symbol. Sie ist ein chtonisches Wesen, das mit der Erde, der Unterwelt und den Zyklen von Tod und Wiedergeburt verbunden ist. Ihre Fähigkeit, sich zu häuten, machte sie zu einem perfekten Symbol für Erneuerung und Unsterblichkeit. In den Händen dieser minoischen Figur ist die Schlange kein Zeichen des Bösen, sondern ein Attribut der Macht über die fundamentalen Kräfte des Lebens. Diese Figuren stehen nicht allein. Überall in der minoischen Kunst finden wir Darstellungen von mächtigen weiblichen Gestalten. Sie präsidieren über Rituale, empfangen Opfergaben, erscheinen in Epiphanien. Im Gegensatz dazu sind klare Darstellungen von männlichen Göttern in einer dominanten Rolle erstaunlich selten. Dies hat zu der faszinierenden, wenn auch umstrittenen Theorie geführt, dass die minoische Gesellschaft
matriarchal oder zumindest matrilinear gewesen sein könnte. Eine Kultur, in der Frauen eine zentrale religiöse und vielleicht auch soziale Autorität innehatten. Wir müssen vorsichtig sein, unsere eigenen modernen Konzepte auf die Vergangenheit zu projizieren. Die Beweise sind interpretierbar. Doch es ist unbestreitbar, dass der Fokus des minoischen Glaubens auf einer oder mehreren mächtigen Göttinnen lag, die mit der Natur, der Fruchtbarkeit und den Zyklen des Lebens eng verbunden waren. Die Schlangengöttin ist mehr als nur eine Statue. Sie ist ein Fenster in ein Glaubenssystem, das die weibliche göttliche Kraft in den Mittelpunkt stellte. Ein starker Kontrast zu den von Männern dominierten Pantheons ihrer Nachbarn in Ägypten, Anatolien und der Levante. Betrachten wir die Ruinen von Knossos, Phaistos oder Malia, fällt uns etwas Erstaunliches auf, oder besser gesagt, etwas, das fehlt. Im Gegensatz zu den zyklopischen Mauern von Mykene oder den gewaltigen Festungen der Hethiter in Anatolien, scheinen die minoischen Paläste und Städte offen, fast verletzlich. Es gibt keine monumentalen Wehranlagen, keine strategisch platzierten Bastionen, die von einer ständigen Furcht vor Invasionen zeugen. Diese archäologische Stille spricht Bände. Sie erzählt die Geschichte einer Zivilisation, deren Verteidigung nicht aus Stein und Mörtel bestand, sondern aus Holz, Segeln und dem tiefen Blau der Ägäis. Die Minoer waren die ersten Meister der Thalassokratie, der Herrschaft über das Meer. Ihre Sicherheit basierte auf einer einfachen, aber revolutionären Prämisse. Kein Feind konnte ihre Heimatinsel bedrohen, wenn er nicht zuerst ihre Flotte besiegen konnte. Und ihre Flotte war, so scheint es, unübertroffen. Die Fresken, die ihre Palastwände schmücken, zeigen uns elegante, schlanke Schiffe, die mit hoher Geschwindigkeit durch die Wellen schneiden. Sie waren keine plumpen Lastkähne, sondern technologische Wunderwerke ihrer Zeit, die sowohl für den schnellen Handel als auch für die rasche Verlegung von Seestreitkräften konzipiert waren. Von Kreta aus kontrollierten sie die Seewege, die Kykladen und wahrscheinlich auch Teile des griechischen Festlandes. Ihre Präsenz war weniger eine militärische Besatzung im klassischen Sinne, sondern vielmehr ein Netz aus Handelsposten, diplomatischen Beziehungen und maritimer Überlegenheit. Diese Pax Minoica, dieser minoische Frieden, ermöglichte einen über Jahrhunderte andauernden, ungestörten Wohlstand. Die Energie, die andere Kulturen in Festungsbau und stehende Heere investierten, konnten die Minoer in Kunst, Architektur und die Verfeinerung ihrer Lebensart lenken. Ihre Mauern waren die Wellen, ihre Wachtürme, die Masten ihrer Schiffe. Diese Abhängigkeit vom Meer war jedoch zugleich ihre größte Stärke und ihre verborgene Achillesferse. Solange sie die See beherrschten, waren sie unantastbar. Doch jede Veränderung im maritimen Gleichgewicht, sei es durch Naturkatastrophen oder das Aufstreben neuer Mächte, würde die ungeschützten Paläste Kretas einem ungewissen Schicksal ausliefern. Die minoische Flotte sicherte nicht nur die Insel, sie war auch der Motor einer beeindruckenden Handelsmaschine, die Kreta zum pulsierenden Herzen eines bronzezeitlichen Netzwerks machte. Die Minoer waren keine isolierte Inselkultur, sie waren die globalisierten Kosmopoliten ihrer Zeit. Ihre Schiffe transportierten nicht nur Waren, sondern auch Ideen, Technologien und kulturelle Einflüsse über Tausende von Kilometern. Aus den Häfen Kretas segelten Schiffe beladen mit den Schätzen der Insel, feinstes Olivenöl in kunstvoll bemalten Amphoren, aromatischer Wein, exquisite Keramik, die in der gesamten Ägäis begehrt war.
und vor allem der kostbare Safran, gewonnen aus den Krokusblüten, die auf den minoischen Feldern blühten. Diese Exporte waren die Währung, mit der sie die Rohstoffe erwarben, die ihre Zivilisation benötigte. Bronze, das technologische Fundament dieser Ära, ist eine Legierung aus Kupfer und Zinn. Kupfer konnten die Minoer auf Zypern finden, der Kupferinsel, die zu einem wichtigen Handelspartner wurde. Doch Zinn war weitaus seltener. Die minoischen Händler mussten weite und gefährliche Reisen unternehmen, möglicherweise bis nach Anatolien oder sogar noch weiter westlich, um dieses strategisch wichtige Metall zu beschaffen. Aus Ägypten importierten sie Gold, Elfenbein und vielleicht sogar Straußeneier, die zu kunstvollen Ritualgefäßen, den Rhyta, verarbeitet wurden. Aus dem anatolischen Hochland kam Obsidian, ein vulkanisches Glas, das für scharfe Klingen und Werkzeuge geschätzt wurde. Lapislazuli, der tiefblaue Stein, der in minoischem Schmuck so prominent ist, legte eine unglaubliche Reise aus den fernen Minen des heutigen Afghanistan zurück. Dieses komplexe Handelsnetz wird durch archäologische Funde im gesamten Mittelmeerraum belegt. Minoische Töpferwaren finden sich in Ägypten, in der Levante und auf dem griechischen Festland. Umgekehrt entdecken wir in den Palästen Kretas ägyptische Skarabäen, syrische Rollsiegel und anatolische Metallwaren. Das Wrack von Uluburun vor der türkischen Küste, obwohl aus einer etwas späteren Zeit, gibt uns einen atemberaubenden Einblick in den Reichtum dieses Handels. Kupfer- und Zinnbarren, Ebenholz aus Afrika, Terpentinharz aus Kanaan, Glasperlen und Goldschmuck. Die Minoer schufen einen Markt, auf dem die Produkte und Ideen einer ganzen Welt zusammenflossen und sich zu etwas Neuem, Einzigartigem vermischten. So reich die materielle Kultur der Minoer auch ist, so tief das Bild, das wir uns von ihrem Leben machen können, so bleibt doch ein entscheidender Aspekt ihrer Zivilisation im Dunkeln: ihre Sprache. Während ihre Nachbarn in Ägypten und Mesopotamien ihre Geschichte in Stein meißelten und auf Tontafeln schrieben, hüllen sich die Minoer in ein tiefes, fast undurchdringliches Schweigen. Sie waren jedoch keine schriftlose Kultur. Die Archäologen haben Hunderte von Tontafeln, Siegeln und Gefäßinschriften geborgen, die mit einem eleganten, kursiven Schriftsystem bedeckt sind, das wir als Linear A bezeichnen. Es ist die Schrift der Palastverwaltung, das Werkzeug der Bürokraten, die die komplexen Warenströme von Ernte, Lagerung und Handel festhielten. Auf den ersten Blick scheint es, als könnten wir ihnen direkt bei der Arbeit zusehen. Wir erkennen Zahlzeichen, die auf einem Dezimalsystem basieren. Wir können Logogramme identifizieren, kleine stilisierte Bilder, die für bestimmte Waren stehen, Getreide, Oliven, Feigen, Wein, verschiedene Tiere und Textilien. Wir können sehen, wie Listen erstellt, Summen gebildet und Zuteilungen vermerkt werden. Wir verstehen die Struktur und den Zweck dieser Dokumente. Was wir nicht verstehen, sind die eigentlichen Worte. Linear A ist bis heute unentziffert. Es ist ein Code, dessen Schlüssel verloren gegangen ist. Wir wissen, dass es sich um eine Silbenschrift handelt, bei der jedes Zeichen für eine Silbe wie K, Te oder Pu steht. Doch die zugrunde liegende Sprache, das Minoische, ist mit keiner bekannten Sprachfamilie verwandt. Es ist weder indoeuropäisch wie das Griechische oder Hethitische, noch semitisch wie das Akkadische oder Phönizische. Alle Versuche, die Lautwerte von der später entschlüsselten mykenischen Schrift Linear B zu übertragen, führten zu Worten, die keinen Sinn ergeben. Das Schweigen von Linear A ist eine der größten Frustrationen der Archäologie.
Hinter diesen präzisen Listen von Ölkrügen und Schafherden verbirgt sich die Phonetik einer verlorenen Welt. Wir können ihre Wirtschaft tabellarisch erfassen, aber wir können nicht hören, wie sie ihre Götter nannten, welche Namen ihre Könige trugen, oder wie ein einfaches Wort wie Mutter oder Meer in ihrer Sprache klang. Die Tontafeln sind wie ein stummer Film. Wir sehen die Handlung, aber die Stimmen der Akteure werden wir vielleicht niemals hören. Inmitten der stillen Welt von Linear A existiert ein Objekt, das selbst die Archäologen, die an Rätsel gewöhnt sind, vor eine einzigartige Herausforderung stellt. Es ist klein, unscheinbar und doch eines der berühmtesten und umstrittensten Artefakte der Antike: der Diskus von Phaistos. Gefunden im Jahr 1908 in den Ruinen des Palastes von Phaistos, ist dieser Diskus aus gebranntem Ton, kaum größer als eine menschliche Hand, ein absolutes Unikat. Auf beiden Seiten ist eine Spirale aus Zeichen eingeprägt, die sich von außen nach innen windet. Doch diese Zeichen gehören weder zu Linear A noch zu irgendeiner anderen bekannten Schrift der Bronzezeit. Es sind 45 verschiedene, klar definierte Piktogramme. Ein laufender Mann, ein befederter Kopf, ein Schiff, ein Vogel, eine Biene. Was dieses Objekt noch bemerkenswerter macht, ist seine Herstellung. Die Zeichen wurden nicht von Hand in den feuchten Ton geritzt, sondern mit einzelnen Stempeln oder Siegeln hineingedrückt. Der Diskus von Phaistos ist damit das früheste bekannte Beispiel für den Druck mit beweglichen Lettern, eine Technologie, die erst Jahrtausende später von Gutenberg neu erfunden wurde. Doch was verkündet diese frühe Druckschrift? Hier beginnt das eigentliche Mysterium. Seit seiner Entdeckung gab es unzählige Entzifferungsversuche. Gelehrte und Amateure haben in ihm alles Mögliche gesehen. Einen Hymnus an eine Göttin, einen Kalender, eine magische Beschwörung, ein Brettspiel, einen landwirtschaftlichen Almanach oder sogar eine Botschaft aus einer fernen Zivilisation. Das Problem ist, dass wir es mit einem kryptographischen Albtraum zu tun haben. Der Text ist extrem kurz, es gibt keine weiteren Beispiele dieser Schrift zum Vergleich und wir kennen weder die Sprache noch den Kontext. Jede vorgeschlagene Lösung bleibt reine Spekulation, da sie nicht unabhängig verifiziert werden kann. Ist der Diskus überhaupt minoisch? Oder ist er ein Importstück aus einer noch unbekannten Kultur? Manche Forscher haben sogar die kühne, wenn auch umstrittene Hypothese aufgestellt, dass es sich um eine meisterhafte Fälschung aus dem frühen 20. Jahrhundert handeln könnte. Der Diskus von Phaistos bleibt ein isoliertes Wunderwerk, ein stummer Zeuge einer verlorenen Erzählung. Er ist die perfekte Metapher für die minoische Zivilisation selbst. Wunderschön, technologisch fortschrittlich und letztendlich in ein tiefes, faszinierendes Geheimnis gehüllt. Wenn wir die stillen Ruinen von Knossos durchschreiten, müssen wir uns auf die Fragmente verlassen, die uns die Minoer hinterlassen haben, um ihr Leben zu rekonstruieren. Und keine Quelle ist so lebendig, so farbenprächtig wie ihre Fresken. Diese Wandmalereien sind keine starren, königlichen Porträts, wie wir sie aus Ägypten oder Mesopotamien kennen. Sie sind Fenster in eine Welt voller Bewegung, Natur und einer scheinbar unbeschwerten Lebensfreude. Stellen Sie sich vor, wie das gedämpfte Licht durch die Lichtschächte des Palastes fällt und diese Szenen zum Leben erweckt. Wir sehen Prozessionen von jungen Männern und Frauen, die Opfergaben tragen, vielleicht zu einem religiösen Fest. Ihre Körper sind stilisiert. Männer mit roter Haut, Frauen mit weißer Haut, schmalen Taillen und elegant geschwungenen Gliedmaßen. Eines der berühmtesten Motive ist das Stierspringen,
das wir bereits besprochen haben. Eine Darstellung voller Dynamik und tödlicher Anmut. Doch es sind die intimeren Szenen, die uns am tiefsten berühren. Das Fresko der Damen in Blau zeigt elegant gekleidete Frauen mit aufwendigen Frisuren und Schmuck, die in ein lebhaftes Gespräch vertieft zu sein scheinen. Sie wirken nicht wie unnahbare Göttinnen, sondern wie Angehörige einer kultivierten Hofgesellschaft. Die Frau spielt in der minoischen Kunst eine zentrale, oft dominante Rolle. Ob als Priesterin, Göttin oder einfach als Teilnehmerin des gesellschaftlichen Lebens, sie wird mit einer Präsenz und Autonomie dargestellt, die in anderen antiken Kulturen selten ist. Die Natur ist allgegenwärtig. Delfine springen durch stilisierte Wellen, Vögel flattern zwischen Papyrusstauden und Affen klettern durch felsige Landschaften. Diese Bilder vermitteln den Eindruck einer Kultur, die in tiefem Einklang mit ihrer Umwelt lebte, die das Meer nicht als Grenze, sondern als Lebensader und die Natur als heiligen Raum betrachtete. Die Fresken sind mehr als nur Dekoration. Sie sind der visuelle Ausdruck der minoischen Weltsicht, ein farbenfroher Einblick in die Seele einer Zivilisation, die das Leben in all seinen Facetten zu zelebrieren schien. Eines der größten und faszinierendsten Rätsel der minoischen Zivilisation ist etwas, das fehlt. Wenn wir die großen Zentren der Bronzezeit betrachten, Mykene, Hattusa, Babylon, sehen wir massive Befestigungsanlagen. Zyklopische Mauern, gewaltige Tore und strategisch angelegte Bastionen zeugen von einer Welt ständiger Konflikte und der Notwendigkeit, Reichtum und Macht zu schützen. Doch auf Kreta finden wir nichts dergleichen. Die großen Palastzentren wie Knossos, Phaistos und Malia liegen offen und ungeschützt in der Landschaft. Ihre Architektur ist auf Licht, Luft und Zugang ausgerichtet, nicht auf Verteidigung. Wie konnte diese Hochkultur über Jahrhunderte hinweg ohne nennenswerte Befestigungen gedeihen? Die vorherrschende Theorie ist die der Pax Minoica, des minoischen Friedens. Dieser Frieden basierte nicht auf pazifistischer Gesinnung, sondern auf maritimer Überlegenheit. Die minoische Flotte, so die Annahme, kontrollierte die Ägäis so vollständig, dass sie jeden potenziellen Angreifer lange vor Erreichen der kretischen Küste abfangen konnte. Die See war ihre Mauer. Diese Thalassokratie oder Seeherrschaft sicherte nicht nur die Insel, sondern auch die lebenswichtigen Handelsrouten, die den Wohlstand der Minoer garantierten. Es gibt jedoch auch andere Interpretationen. Einige Forscher argumentieren, dass die Bedrohungslage in der frühen und mittleren Bronzezeit in der Ägäis möglicherweise nicht so hoch war, dass gewaltige Mauern nötig gewesen wären. Vielleicht war die minoische Gesellschaft intern so stabil und kohärent, dass keine Befestigungen zwischen den einzelnen Zentren auf Kreta selbst erforderlich waren. Eine weitere, subtilere Möglichkeit ist, dass wir ihre Verteidigungsstrategien einfach nicht als solche erkennen. Vielleicht dienten bestimmte Außenposten, Wachstationen auf Berggipfeln und die schnelle Mobilisierung der Flotte als ein flexibleres und effektiveres Verteidigungssystem als starre Mauern. Unabhängig von der genauen Erklärung bleibt die Tatsache bestehen. Die offenen Paläste Kretas vermitteln das Bild einer selbstbewussten, nach außen orientierten Kultur, die ihre Sicherheit nicht hinter Stein und Mörtel suchte, sondern auf dem offenen Meer fand. Es ist ein stilles, aber starkes Zeugnis für den einzigartigen Charakter dieser Zivilisation. Um das Jahr 1600 vor Christus, auf dem Höhepunkt der minoischen Macht, ereignete sich eine Naturkatastrophe
von unvorstellbarem Ausmaß. Etwa 120 Kilometer nördlich von Kreta explodierte der Vulkan auf der Insel Thera, dem heutigen Santorin, in einer der gewaltigsten Eruptionen der Menschheitsgeschichte. Die Energie, die bei diesem Ereignis freigesetzt wurde, übertraf die von Hunderten von Atombomben. Eine gigantische Säule aus Asche, Gas und Gestein schoss Dutzende von Kilometern in die Stratosphäre. Der Himmel über der Ägäis verdunkelte sich tagelang. Pyroklastische Ströme rasten über das Meer und vernichteten alles Leben auf Thera. Die minoische Siedlung Akrotiri, ein blühendes Handelszentrum, wurde unter einer meterdicken Ascheschicht begraben und so für die Nachwelt konserviert, ein bronzezeitliches Pompeji. Doch die Zerstörung war nicht auf Thera beschränkt. Der Kollaps der Vulkancaldera löste gewaltige Tsunamis aus. Wellen von 10 bis 30 Metern Höhe, vielleicht sogar mehr, rasten südwärts und trafen mit verheerender Wucht auf die Nordküste Kretas. Küstenstädte, Häfen und vor allem die mächtige minoische Flotte, die dort vor Anker lag, wurden zerschmettert und ins Landesinnere gespült. Der Verlust der Flotte war ein katastrophaler Schlag, der das Fundament der minoischen Seeherrschaft, ihrer Pax Minoica, erschütterte. Hinzu kam der Ascheregen, der sich über Ostkreta legte. Er vergiftete das Weideland, erstickte die Ernten und führte zu Hungersnöten und sozialer Destabilisierung. Die Eruption von Thera war nicht der unmittelbare Todesstoß für die minoische Zivilisation. Die Paläste auf Kreta wurden nicht direkt durch die Explosion zerstört. Aber sie war der Anfang vom Ende. Die Katastrophe schwächte die Minoer wirtschaftlich, militärisch und psychologisch. Sie schuf ein Machtvakuum in der Ägäis. Und in dieses Vakuum sollten bald andere, kriegerischere Völker stoßen. Die Welt der Minoer, die so lange von Stabilität und Wohlstand geprägt war, war unwiderruflich aus dem Gleichgewicht geraten. In der Zeit nach der Thera-Katastrophe betritt eine neue Macht die Bühne der Ägäis, die Mykener. Von ihren befestigten Zitadellen auf dem griechischen Festland aus, wie Mykene und Pylos, hatten diese kriegerischen Völker die minoische Kultur lange bewundert und imitiert. Nun, da die minoische Seeherrschaft gebrochen und ihre Wirtschaft geschwächt war, sahen sie ihre Chance. Die genaue Natur des Übergangs von der minoischen zur mykenischen Dominanz auf Kreta ist Gegenstand intensiver wissenschaftlicher Debatten. War es eine schnelle, brutale Eroberung oder ein langsamer Prozess der Infiltration und Assimilation? Die archäologischen Spuren sind vieldeutig. Um 1450 v. Chr., etwa 1,5 Jahrhunderte nach der Eruption, sehen wir eine Welle der Zerstörung auf der ganzen Insel. Fast alle minoischen Paläste und Villen werden niedergebrannt, mit einer bemerkenswerten Ausnahme: Knossos. Der größte Palast bleibt nicht nur bestehen, er scheint unter neuer Herrschaft weiter zu florieren. In den Archiven von Knossos aus dieser Zeit finden wir eine entscheidende Veränderung. Die alte, noch nicht entzifferte Schrift Linear A wird durch eine neue ersetzt. Linear B. Als diese Schrift in den 1950er Jahren von Michael Ventris entziffert wurde, enthüllte sie eine frühe Form der griechischen Sprache, die Sprache der Mykener. Die Tontafeln von Knossos listen nun Waffen, Streitwagen und eine rigide bürokratische Verwaltung auf, die stark an die mykenischen Paläste auf dem Festland erinnert. Auch in der Kunst und in den Bestattungssitten zeigen sich Veränderungen. Kriegergräber mit Waffenbeigaben werden häufiger, ein Motiv, das in der klassischen minoischen Zeit selten war. Die fröhliche, naturverbundene Kunst der Minoer weicht einem steiferen, formelleren und martialischeren Stil. Es scheint, als hätte eine mykenische Elite die Kontrolle über Knossos übernommen
und von dort aus die Insel regiert. Ob sie als Eroberer kamen oder von einer geschwächten minoischen Führungsschicht zur Hilfe gerufen wurden und blieben, ist unklar. Sicher ist jedoch, dass der Geist Kretas sich verändert hatte. Die einzigartige, friedliche Hochkultur der Minoer löste sich auf und ging in der größeren, kriegerischeren Welt der mykenischen Bronzezeit auf. In den schwelenden Ruinen von Knossos, nach den großen Katastrophen um 1450 vor unserer Zeit, finden wir eine tiefgreifende Veränderung. Es ist keine Veränderung, die man in der Architektur oder der großen Kunst sofort erkennt, sondern eine, die sich in kleinen, unscheinbaren Tontafeln verbirgt. An die Stelle der eleganten, noch immer unentzifferten Linearschrift A tritt eine neue, steifere Schrift, Linear B. Und mit ihr hören wir zum ersten Mal eine verständliche Stimme aus dem bronzezeitlichen Kreta. Es ist die Stimme des frühen Griechisch, die Sprache der Mykener vom Festland. Die Entzifferung von Linear B durch Michael Ventris im Jahr 1952 war ein Meilenstein, der das letzte Kapitel der minoischen Geschichte in einem neuen Licht erscheinen ließ. Die Tafeln von Knossos sind keine Gedichte, keine Mythen, keine königlichen Erlasse. Sie sind die akribischen Aufzeichnungen einer bürokratischen Militärverwaltung. Sie listen Streitwagen, Rüstungen, Waffen, Schafe, Wolle, Öl und Getreide auf. Sie verzeichnen die Zuteilung von Rationen an Arbeiter und die Opfergaben für Götter, deren Namen uns teilweise bekannt vorkommen, Vorläufer des griechischen Pantheons. Der Kontrast zur vermuteten minoischen Verwaltung, die wir aus den Siegeln und den Linear-A-Tafeln erahnen, könnte kaum größer sein. Wo wir früher eine komplexe, aber vielleicht dezentralere Wirtschaft vermuteten, sehen wir nun eine rigide, von oben nach unten organisierte Kontrolle der Ressourcen. Die mykenischen Herren von Knossos waren keine Händler und Künstler mehr, sondern Krieger und Verwalter. Sie übernahmen die bestehende Infrastruktur des Palastes, nutzten aber seine Räume für ihre eigenen Zwecke. Der Thronsaal, einst vielleicht ein Ort für Priesterinnenrituale, wurde nun zum Zentrum einer festländischen Herrschaftsform. Diese Tontafeln sind das schriftliche Zeugnis einer kulturellen Übernahme. Sie zeigen uns, wie eine fremde Elite die Kontrolle über die Insel übernahm und die minoische Wirtschaft in den Dienst ihrer eigenen militärischen und administrativen Bedürfnisse stellte. Die minoische Kultur war nicht sofort ausgelöscht, aber ihre Seele, ihre einzigartige Organisationsform, wurde durch eine neue, pragmatischere und kriegerischere Ordnung ersetzt. Das Zeitalter der Paläste ging zu Ende, nicht mit einem plötzlichen Knall, sondern mit dem leisen Kratzen eines Griffels auf feuchtem Ton, der alles zählte und alles kontrollierte. Wenn eine Zivilisation untergeht, verschwindet sie selten spurlos. Ihre Ideen, ihre Kunst und ihre Technologien sickern in die Kulturen ein, die nach ihr kommen. Das Erbe der Minoer ist subtil, aber tiefgreifend. Es ist ein unsichtbarer Faden, der sich durch die nachfolgende mykenische und später die klassisch griechische Welt zieht. Die Mykener, die Kreta schließlich beherrschten, waren eifrige Schüler. Sie übernahmen nicht nur die minoische Schrift und passten sie für ihre eigene Sprache an, sondern absorbierten auch unzählige künstlerische und technologische Konzepte. Betrachten wir die mykenische Kunst. Die Fresken in den Palästen von Mykene oder Pylos zeigen oft steifere, kriegerische Szenen, aber die Technik, die fließenden Linien und die Motive, der Oktopus, der Greif, die springenden Delfine, sind unverkennbar minoischen Ursprungs. Mykenische Töpfermeister imitierten und adaptierten die eleganten Formen
und naturalistischen Dekorationen der kretischen Keramik. Auch in der Religion finden wir Echos. Die zentrale minoische Göttin, die Herrin der Tiere und der Natur, scheint in verschiedenen Aspekten späterer griechischer Göttinnen weiterzuleben. In Artemis, der Jägerin, in Hera, der mächtigen Himmelskönigin, oder sogar in Aphrodite, die aus dem Meeresschaum geboren wurde, klingen minoische Vorstellungen von weiblicher Göttlichkeit an. Heilige Symbole, wie die Doppelaxt, die Labrysse, tauchen auch in mykenischen Kultstätten auf, wenn auch vielleicht mit einer neuen Bedeutung. Selbst die Architektur wurde beeinflusst. Das Herz des mykenischen Palastes, das Megaron, ein großer rechteckiger Saal mit einem zentralen Herd, könnte eine Weiterentwicklung oder eine formellere Variante der offenen, lichtdurchfluteten Hallen der minoischen Paläste sein. Die Minoer hatten den Weg bereitet. Ihre Thalassokratie, ihre Herrschaft über die See, schuf die Handelsrouten und das maritime Wissen, das die Mykener erbten und für ihre eigene Expansion nutzten. Die Griechen der klassischen Zeit blickten auf die Bronzezeit als ein heroisches Zeitalter der Mythen zurück. Sie wussten vielleicht nicht mehr bewusst, welche Teile ihrer Kultur von den Minoern stammten, aber sie erzählten Geschichten von König Minos, einem mächtigen Seeherrscher, und von Daidalos, dem genialen Handwerker. In diesen Legenden bewahrten sie die Erinnerung an eine Zeit, in der Kreta das strahlende Zentrum ihrer Welt war. Das minoische Erbe war keine direkte Linie, sondern ein Grundwasserstrom, der die Wurzeln der griechischen Zivilisation nährte und ihr half, zu der kulturellen Supermacht zu erblühen, die wir heute kennen. Die Erinnerung an große Zivilisationen überlebt oft nicht in den Annalen der Geschichte, sondern im Gewebe der Mythen. Zwei der wirkmächtigsten Legenden, die aus der Ägäis stammen, scheinen ihre Wurzeln tief in der minoischen Welt zu haben. Die Geschichte von Atlantis und der Mythos vom Labyrinth. Der griechische Philosoph Platon beschrieb Atlantis als eine mächtige, fortschrittliche Inselnation, die durch eine göttliche Katastrophe im Meer versank. Obwohl Platon seine Geschichte in den Atlantik verlegte, passen viele Details verblüffend gut auf das minoische Kreta und den gewaltigen Vulkanausbruch auf der Insel Thera, dem heutigen Santorin. Die Beschreibung einer hochentwickelten Kultur mit beeindruckender Architektur, die den Seehandel beherrschte und plötzlich durch Erdbeben und Flutwellen vernichtet wurde, ist ein starkes Echo der Ereignisse um 1600 vor Christus. Es ist unwahrscheinlich, dass Platons Bericht eine exakte historische Wiedergabe ist. Vielmehr scheint es, als ob die traumatische Erinnerung an den Kollaps der minoischen Welt über 1000 Jahre mündlich überliefert und zu einer philosophischen Parabel über Hybris und göttliche Strafe umgeformt wurde. Atlantis ist vielleicht kein Ort auf einer Karte, sondern ein mythisches Denkmal für Europas erste Hochkultur. Noch direkter mit Kreta verbunden ist die Legende von König Minos, dem Minotaurus und dem Labyrinth, das vom genialen Erfinder Daidalos erbaut wurde. Als Arthur Evans die Ruinen von Knossos ausgrub, war er überzeugt, das Labyrinth der Legende gefunden zu haben. Der Palast, mit seinen unzähligen Räumen, Gängen und Stockwerken, die sich ohne klaren Plan aneinander zu fügen schienen, wirkte tatsächlich wie ein Irrgarten. Der allgegenwärtige Stierkult der Minoer, sichtbar in den Fresken des Stiersprungs und den Kulthörnern, lieferte die Vorlage für den Minotaurus, das stierköpfige Ungeheuer im Zentrum. Die Geschichte von den athenischen Jünglingen und Mädchen, die als Tribut an den Minotaurus geschickt wurden, könnte eine verzerrte Erinnerung
an die politische Dominanz Kretas über Teile des griechischen Festlandes sein. Der Mythos ist keine buchstäbliche Wahrheit, aber er bewahrt Kernelemente der minoischen Kultur, die architektonische Komplexität, die zentrale Bedeutung des Stieres und die Machtstellung Kretas in der Ägäis. Diese Legenden sind wie Träume der Geschichte. Sie sind nicht real, aber sie offenbaren tiefe Wahrheiten über die Ängste, den Respekt und das Staunen, das die Minoer bei ihren Nachbarn hervorriefen. Wir stehen am Ende unserer Reise, zurück in der Gegenwart, und blicken auf die Ruinen einer versunkenen Welt. Wir haben die Paläste durchwandert, ihre farbenfrohen Fresken bewundert und die Fragmente ihrer Kultur zusammengesetzt. Doch trotz aller Entdeckungen bleibt die minoische Zivilisation in ein tiefes Mysterium gehüllt. Die fundamentalsten Fragen bleiben unbeantwortet und laden uns ein, weiter zu forschen und zu träumen. Die größte aller Fragen ist die ihrer Sprache. Solange die Linearschrift A nicht entziffert ist, bleibt uns die authentische Stimme der Minoer verwehrt. Wir wissen nicht, wie sie sich selbst nannten, welche Gebete sie an ihre Götter richteten oder welche Geschichten sie sich erzählten. Wir sehen ihre Welt durch die Augen ihrer Kunst und die Buchhaltung ihrer Nachfolger, aber wir hören sie nicht in ihren eigenen Worten. Es ist, als würde man einen Stummfilm ohne Zwischentitel betrachten. Wunderschön, aber letztlich rätselhaft. Ein weiteres großes Rätsel ist die Natur ihrer Gesellschaft. War es ein geeintes Reich unter einem König in Knossos oder ein Verbund unabhängiger Stadtstaaten? War ihre Gesellschaft matriarchalisch geprägt, wie die Dominanz weiblicher Figuren in der Kunst andeutet? Oder ist das eine moderne Fehlinterpretation? Und warum bauten sie über Jahrhunderte hinweg keine Befestigungsmauern um ihre Paläste? War ihre Seeherrschaft so absolut, dass sie keine Feinde fürchteten? Oder war ihre Kultur so friedlich, dass sie interne Konflikte ohne Mauern lösen konnten? Ihre Religion entzieht sich ebenfalls einfachen Erklärungen. Ohne große Tempel oder monumentale Götterstatuen, wie wir sie aus Ägypten oder Mesopotamien kennen, scheint ihr Glaube intimer, persönlicher gewesen zu sein, praktiziert in Höhlen, auf Berggipfeln und in kleinen Schreinen innerhalb der Paläste. Wer genau war die Schlangengöttin? Welche kosmische Rolle spielte der Stier? Diese Fragen hallen durch die verlassenen Hallen von Knossos. Die minoische Zivilisation ist nicht nur ein Kapitel in den Geschichtsbüchern. Sie ist eine Lektion darüber, dass es alternative Wege der Zivilisation gab. Wege, die vielleicht mehr auf Kunst als auf Krieg, mehr auf Handel als auf Eroberung und mehr auf einer tiefen Verbindung zur Natur als auf ihrer Beherrschung basierten. Sie bleibt Europas erste große Unbekannte, ein leuchtendes Rätsel am Anbeginn unserer gemeinsamen Geschichte, dessen letzte Geheimnisse vielleicht für immer im Sand der Zeit verborgen bleiben.